Zwei Freunde, Anna und Lukas, treffen sich in einem gemütlichen Café. Lukas wirkt deutlich besorgt und angespannt, während Anna eine ruhige und zugewandte Haltung zeigt. Lukas, du siehst heute echt mitgenommen aus. Alles in Ordnung? Ist im Job oder zu Hause irgendwas los? Ach, Anna, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es fühlt sich an, als wäre überall Chaos. Auf der Arbeit streite ich mich ständig mit meinen Kollegen, weil jeder seinen Standpunkt durchsetzen will. Zu Hause ist es auch nicht leicht. Meine Freundin sagt, ich würde nur noch meckern. Und dann frage ich mich, bin ich vielleicht zu hart zu den Leuten? Oder ist es einfach nur der Alltagsstress? Das ist ganz normal. Jeder hat mal solche Phasen. Wichtig ist, dass du versuchst zu verstehen, woher das alles kommt. Erinnerst du dich an das Buch, von dem ich dir erzählt habe? Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst, von Dale Carnegie? Ja, stimmt, du hattest das mal erwähnt, aber ehrlich gesagt dachte ich, das wäre so ein altes Buch, das heutzutage nicht mehr viel taugt. Du meintest aber, es hätte dir echt geholfen. Ja, sehr. Obwohl es vor vielen Jahrzehnten geschrieben wurde, sind die Inhalte immer noch hochaktuell. Gerade wenn es darum geht, wie man besser kommuniziert und mit Menschen umgeht. Ich glaube, einige der Prinzipien aus dem Buch könnten dir helfen, vor allem bei deinen Konflikten im Job und auch zu Hause. Echt? Was genau steht denn da, das mir helfen könnte, wenn ich ständig aneinander gerate und missverstanden werde? Naja, Dale Carnegie stellt ein paar Grundsätze vor, die unsere Kommunikation und Beziehungen total verändern können. Eines der ersten Prinzipien lautet zum Beispiel: kritisiere, verurteile und beschwere dich nicht. Klingt simpel, aber ist ziemlich schwer umzusetzen. Sobald wir jemanden hart kritisieren, macht der oder diejenige dicht. Hast du das schon mal erlebt, dass du versuchst, etwas anzusprechen und am Ende klingt es wie ein Angriff? Oh ja, dauernd. Wenn in einem Bericht bei der Arbeit ein Fehler ist, sage ich oft direkt, wie konntest du das übersehen? Oder hast du das denn nicht kontrolliert? Und prompt sind meine Kollegen eingeschnappt oder sauer und die Stimmung ist sofort im Keller. Genau das meint Carnegie. Menschen mögen es nicht, wenn sie frontal kritisiert oder angegriffen werden. Dann schalten sie auf Abwehr. Dabei verlierst du die Chance, konstruktiv etwas zu erreichen. Du könntest es stattdessen so versuchen. Hey, mir ist ein Punkt im Bericht aufgefallen. Was denkst du, wie wir das gemeinsam verbessern können? So beziehst du die Person mit ein, anstatt sie runterzumachen. Ja, das klingt wirklich anders. Ich habe als Abteilungsleiter oft das Gefühl, dass es mein Job ist, Fehler zu kritisieren. Aber offenbar fehlt mir der richtige Ton dabei. Ganz genau. In dem Buch gibt es noch ein weiteres wichtiges Prinzip. Wecke in anderen ein lebhaftes Verlangen. Damit ist gemeint, dass du zeigst, wie deine Idee dem anderen helfen oder ihn weiterbringen kann. Anstatt zu sagen, du hast hier einen Fehler, könntest du sagen, wenn wir das verbessern, können wir gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen und vielleicht auch unsere Boni erhöhen. Dann sieht dein Kollege, dass es auch in seinem Interesse ist. Klingt logisch. Statt, du hast es vermasselt, lieber, lass uns das korrigieren, dann haben wir alle was davon. Das ist im Prinzip dieselbe Botschaft, nur positiver verpackt. Genau. Und so steigert sich auch die Motivation der anderen. Ein weiteres Prinzip ist echte und aufrichtige Anerkennung. Wenn du die Arbeit deines Teams lobst, aber ehrlich und nicht als Schmeichelei, motivierst du sie enorm. Dass ich in letzter Zeit wenig lobe, stimmt. Ich sehe oft nur das, was falsch läuft. Vielleicht sollte ich bewusst nach Dingen suchen, die meine Mitarbeiter gut machen und das dann wertschätzen. Genau. Probier das mal. Selbst zu Hause kann man das anwenden. Anstatt sich zu beschweren, kann man einfach sagen, danke, dass du das und das gemacht hast. Allein so ein Satz kann die Atmosphäre ungemein verbessern. Stimmt. Meine Freundin sagt mir oft, ich würde nichts Positives mehr bemerken. Ich werde anfangen, auch kleine Handlungen von ihr zu loben oder wertzuschätzen. Ich denke, das zeigt, dass ich sie sehe und schätze. Unbedingt. Übrigens,
Dale Carnegie betont auch, wie wichtig es ist, echtes Interesse an anderen zu zeigen. Frag deine Freundin, wie es ihr wirklich geht, was sie bewegt. Und hör ihr dann richtig zu. Die meisten Menschen reden gern über sich selbst, fühlen sich aber oft nicht gehört. Das ist mein Problem. Ich komme abends nach Hause und schwadroniere über meinen Stress. Aber ich frage nie, wie sie sich fühlt oder wie ihr Tag war. Dann baut sich eine Distanz auf, klar. Genau. Ein weiteres Kernstück des Buches ist das Prinzip, mehr zuzuhören als zu reden. Auch im Job kann das Wunder wirken. Wenn du zuhörst und nachfragst, fühlen sich die Leute wertgeschätzt und öffnen sich. Also sollte ich meine Kollegen auch mal richtig zu Wort kommen lassen und zum Beispiel sagen, erzähl mir von deinen Ideen oder was denkst du dazu, anstatt nur meine Meinung durchzudrücken. Ja, das ist genau das, was Carnegie empfiehlt. Sei ein guter Zuhörer, ermutige andere, über sich und ihre Gedanken zu sprechen. Das schafft Vertrauen und eine bessere Bindung. Du machst mich richtig neugierig auf das Buch. Meinst du, das passt wirklich auf den modernen Arbeitsalltag? Ich finde schon, denn es geht um menschliche Interaktion und die hat sich im Kern nicht verändert. Die Tools sind vielleicht andere, wir kommunizieren über E-Mails, Chatprogramme und so weiter. Aber das menschliche Bedürfnis nach Anerkennung, Respekt und Wertschätzung bleibt gleich. Du sagtest, du hättest selbst schon viel davon in deinem Beruf ausprobiert. Wie sind deine Erfahrungen? Sehr gut. Ich war früher ziemlich konkurrenzbetont und habe oft kritisiert, wenn jemand etwas falsch gemacht hat. Nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich begonnen, bewusst anders an solche Situationen heranzugehen. Ich habe zum Beispiel die Erfolge meiner Kollegen gelobt, bin auf sie zugegangen mit »Hey, super Arbeit«, anstatt »Das hättest du besser machen können«. Das hat das Arbeitsklima deutlich verbessert. Und die Leute haben entsprechend besser reagiert. Absolut. Sie waren viel offener für meine Vorschläge. Und wenn ich mal einen negativen Punkt ansprechen musste, habe ich zuerst etwas Positives hervorgehoben, dann ganz vorsichtig meinen Verbesserungsvorschlag gebracht. So fühlten sie sich nicht angegriffen. Das klingt plausibel. Und privat, hast du da auch etwas geändert? Ja, mit meinem Freund habe ich gelernt, weniger zu kritisieren und mehr zuzuhören. Ich bin jetzt ruhiger, wenn er mir etwas erzählt und gebe ihm nicht sofort irgendwelche Ratschläge. Das hat sehr geholfen, die Harmonie zwischen uns zu stärken. Ich sehe schon, ich sollte das vielleicht wirklich lesen. Ich spüre nämlich, dass ich mit alten Gewohnheiten ständig in Streit gerate. Genau. Das Schöne ist, die Prinzipien sind einfach, aber wir haben uns leider angewöhnt, schnell zu schimpfen oder zu meckern. Wenn wir allerdings konsequent versuchen, das Positive zu betonen und konstruktiv zu sein, dann spürt man recht schnell einen Unterschied. Hast du noch ein Prinzip aus dem Buch, das du mir mit auf den Weg geben kannst? Ja. Eines davon heißt, beginne stets freundlich. Wenn du ein heikles Thema ansprechen musst, fang nicht sofort mit Vorwürfen an, sondern erstmal mit etwas Freundlichem. Ein leichter Einstieg nimmt viel Spannung aus dem Gespräch. Das macht Sinn. Wenn ich auf einen Kollegen zugehe und sage, hey, du hast da Mist gebaut, ist das gleich eine Kampfansage. Besser wäre, darf ich kurz mit dir sprechen? Ich habe gesehen, dass... und hätte da eine Idee, wie wir das noch besser lösen können. Genau so. Und Carnegie sagt, man soll immer versuchen, die Dinge auch aus der Perspektive des anderen zu sehen. Das hilft, mehr Verständnis zu entwickeln und mögliche Widerstände zu reduzieren. Also nicht nur an mein eigenes Ziel denken, sondern fragen, was ist das Bedürfnis oder Problem meines Gegenübers? Wenn ich das verstehe, kann ich ihm eher eine Lösung anbieten, die auch für ihn Sinn ergibt. Exakt. Und das ist eben nicht Manipulation, sondern gegenseitiges Verständnis. Du hilfst der anderen Person, ihr Anliegen zu erfüllen, während du deins auch erreichen kannst. Ein Win-Win. Und was ist, wenn die andere Person total stur ist und einfach nicht will? Carnegie sagt, man gewinnt eine Diskussion am ehesten, indem man sie vermeidet.
Wenn alles auf einen Streit hinausläuft, bringt es oft gar nichts, sich zu verhärten. Besser ist es, ruhig zu bleiben, zuzuhören, gemeinsame Punkte zu finden und sich nicht in destruktive Argumente zu verstricken. Verstehe. Auf der Arbeit eskaliert das oft, weil wir so unter Druck stehen. Vielleicht sollte ich gleich morgen mal mit einem Kollegen reden, mit dem ich ständig aneinander gerate, und bewusst nicht kritisieren, sondern fragen, wie er die Sache sieht. Genau das wäre ein guter Start. Und wenn er etwas richtig macht, dann lobe ihn aufrichtig dafür, selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Menschen sehnen sich nach Anerkennung. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich die Stimmung hebt. Selbst bei meiner Freundin würde das Wunder wirken, wenn ich einfach mal sage, danke, dass du dich heute um XYZ gekümmert hast. Oder, ich weiß es echt zu schätzen, dass du das so toll machst. Garantiert. Am Anfang ist sie vielleicht überrascht und fragt sich, warum kommt er jetzt damit? Aber wenn du es konsequent ehrlich meinst, wird sie merken, dass du dich wirklich um ein besseres Miteinander bemühst. Das werde ich versuchen. Ich will ja kein anderer Mensch werden, aber meine schlechte Laune und meine ständigen Vorwürfe tun keiner Beziehung gut. Genau. Dale Carnegie rät nicht dazu, sich zu verstellen, sondern authentisch das Positive zu betonen und das Negative diplomatischer rüberzubringen. Klingt vernünftig. Sag mal, gibt's da auch Geschichten im Buch, die solche Veränderungen illustrieren? Ja, jede Menge Beispiele. Zum Beispiel erzählt Carnegie von Leuten, die in Abteilungen voller Konflikte gearbeitet haben und nur durch eine Änderung ihrer Kommunikation das ganze Betriebsklima verbessert haben. Oft ging es darum, statt Kritik Lob einzusetzen und Menschen als Verbündete zu gewinnen, statt als Gegner. Ich denke, das ist meine größte Hürde. Ich komme in einen Raum und fühle mich sofort angegriffen, also lege ich los, anstatt offen zu fragen, was los ist. Wahrscheinlich brauche ich einfach eine Veränderung meiner inneren Haltung. Stimmt. Eine offene Grundhaltung bewirkt enorm viel. Zeig Interesse, hör zu, stell Fragen und sei bereit, Fehler bei dir selbst zuzugeben, bevor du andere kritisierst. Oh, das ist ein guter Punkt. Manchmal ist es doch hilfreich zu sagen, ich habe auch schon mal etwas Ähnliches falsch gemacht. Dann fühlt sich der andere nicht so runtergemacht. Genau. So nimmst du dich selbst nicht heraus und stellst dich nicht als unfehlbar dar. Das schafft Vertrauen. Klingt alles sehr überzeugend. Ich werde das Buch definitiv lesen. Wie lange hast du dafür gebraucht? Du kannst es recht schnell durchlesen. Vielleicht in ein paar Wochen, wenn du jeden Tag etwas Zeit investierst. Aber die Umsetzung braucht natürlich länger, weil es ja um Verhaltensänderungen geht. Am besten liest du ein Kapitel, probierst die Tipps aus und siehst, wie sie wirken. Gute Idee. Ich werde mir Notizen machen, damit ich bewusst darauf achten kann, wie ich mit Leuten rede und ob ich zu oft kritisiere. Das ist super. Ich habe es ähnlich gemacht und mir ein kleines Tagebuch angelegt, um zu schauen, wann ich es geschafft habe, positive Kommunikation anzuwenden und wo ich noch ins alte Muster zurückfalle. Klingt nach einem Plan. Und wenn ich Fragen habe, kann ich mich ja bei dir melden. Schließlich kennst du das Buch schon ziemlich gut. Natürlich. Wenn du irgendwelche konkreten Situationen hast, wo du unsicher bist, wie du sie am besten angehst, können wir das gemeinsam durchgehen. Klasse, ich fühle mich jetzt schon besser. Ein bisschen mehr Hoffnung, dass ich meine Situation in den Griff bekomme. Und ganz ehrlich, meine Freundin wird sich bestimmt freuen, wenn ich nicht mehr nur rummeckere. Da bin ich mir sicher. Und vor allem wirst du merken, dass du dich selbst auch besser fühlst, wenn du den Leuten um dich herum positives Feedback gibst und konstruktiv statt destruktiv kommunizierst. Ja, das stimmt. Negative Energie zieht einen selbst total runter, oder? Absolut. Die Stimmung wird schnell schlecht. Aber wenn du anerkennst, was andere gut machen, kommt positive Energie zurück, wie ein Kreislauf. Ich hoffe, meine Kollegen reagieren dann auch positiv. Was, wenn manche denken, ich wäre jetzt plötzlich schleimig? Wichtig ist, dass du ehrlich bleibst.
Such dir echte Stärken und Leistungen, die es zu loben gibt. So merkt man, dass es kein leeres Geschwafel ist. Und übertreibe es nicht. 1 oder 2 aufrichtige Komplimente pro Tag sind meistens schon genug, um eine Wirkung zu erzielen. Klingt schlüssig. In meiner Abteilung gibt es bestimmt genug Positives, das ich bisher ignoriert habe, weil ich nur auf Fehler geschaut habe. Genau. Mach dir bewusst, welche Stärken deine Mitarbeiter haben. Und wenn du tatsächlich Kritik üben musst, dann formuliere es möglichst als Vorschlag. Ich habe eine Idee, wie wir das noch besser hinbekommen. Und davor gerne etwas Positives sagen. Verstanden. So fühlt sich der Mitarbeiter nicht direkt angegriffen. Ich bin gespannt, ob das Team spürbar besser kooperiert, wenn ich ein paar Wochen lang so vorgehe. Gib dir ein bisschen Zeit. Es wird sicher keine Wunder über Nacht geben, aber du wirst sehen, dass sich die Kommunikation Stück für Stück verbessert. Okay, ich denke, ich habe jetzt einen guten Fahrplan. Zuerst mal werde ich es zu Hause versuchen, weil da die Stimmung auch nicht gerade blendend ist. Ich werde meiner Freundin zuhören, sie fragen, wie ihr Tag war und mich aufrichtig für das bedanken, was sie macht. Perfekt. Sag ihr ruhig, dass dir klar geworden ist, wie sehr du sie schätzt und dass du das zeigen willst. Am Anfang ist es vielleicht ungewohnt, aber bleib dran. Mache ich. Und morgen bei der Arbeit rede ich mit dem Kollegen, mit dem ich immer Streit habe. Vielleicht lade ich ihn sogar auf einen Kaffee ein und frage ihn einfach mal, was ihn in letzter Zeit beschäftigt. Das ist ein sehr guter Auftakt. Hör dir an, was er zu sagen hat, und nimm es ernst. Wenn er merkt, dass du wirklich interessiert bist, kann das vieles entspannen. Ich werde es versuchen. Ich bin dir echt dankbar, Anna. Diese Unterhaltung hat mir richtig die Augen geöffnet. Ich war sicher, ich hätte überall nur Pech, aber es liegt wohl viel an meinem Verhalten. Das ging mir früher genauso. Man schiebt die Schuld oft auf andere, bis man merkt, hey, ich kann doch selbst was ändern. Das ist das Tolle an den Prinzipien von Dale Carnegie. Sie zeigen uns, dass wir durch unsere eigene Haltung schon unglaublich viel bewirken können. Du hast recht. Und wenn ich das Buch lese, habe ich bestimmt noch mehr konkrete Beispiele, wie ich mich verbessern kann. Ich freue mich schon drauf. Unbedingt. Lies es in deinem eigenen Tempo und versuch, nach jedem Kapitel wenigstens eine Sache im Alltag umzusetzen. Und wenn du Lust hast, können wir uns jede Woche kurz austauschen, was klappt und was noch nicht. Sehr gerne. Dann habe ich gleich einen Motivationspartner. Vielleicht mache ich mir direkt nach dem Lesen Notizen, was ich am nächsten Tag ausprobieren will. Perfekt. Und wenn mal was nicht funktioniert, bleib gelassen. Manche Leute reagieren nicht sofort begeistert auf eine neue Kommunikationsweise. Wichtig ist, dass du konsequent dranbleibst. Ja, das merke ich immer wieder, wenn man sich vornimmt, geduldiger zu sein und dann beim nächsten Konflikt wieder alles vergisst. Aber ich will nicht so weitermachen wie bisher. Ich will wirklich was ändern. Das ist schon der halbe Weg. Man muss es wirklich wollen, dann klappt es. Also, Lukas, lass uns darauf anstoßen, dass du ein neues Kapitel in Sachen Kommunikation aufschlägst. Oh ja, unbedingt. Ich werde den Kaffee hier mit einer positiven Einstellung genießen und dann heute Abend zu Hause schon mal den ersten Schritt machen. Klingt super. Ich freue mich auf deinen Bericht, wie es gelaufen ist. Und wenn du Fragen zu den Prinzipien hast oder nicht weiterkommst, melde dich einfach. Mache ich. Danke dir, Anna. Du hast mir echt geholfen, einen neuen Blick auf die Situation zu gewinnen. Gerne. Mir hat das Buch damals auch eine Menge gebracht. Es ist sozusagen ein Leitfaden, wie man ein bisschen feinfühliger mit den Mitmenschen umgeht. Auf der Arbeit, in der Familie, überall. Genau das brauche ich gerade. Ich bin jetzt schon neugierig auf all die Beispiele aus dem Buch. Danke nochmal. Ich glaube, wir haben einen Plan. Klar haben wir. Dann lass uns jetzt noch gemütlich unseren Kaffee austrinken und du kannst heute Abend direkt loslegen, okay? Ja, machen wir so. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf eine bessere Kommunikation und weniger Konflikte.